Was sehen Sie denn hier nun? Sie sehen eine Landkarte, Wien in der Mitte, Mödling sehen wir hier im Süden. Das ist das Gebiet, von dem wir aus auch gerade senden. Und eine Reihe bunter Punkte. Diese bunten Punkte stellen unsere Demokunden dar. Mit Hilfe der Kundenadressen konnten wir die exakte Position unserer Kunden bestimmen und sie so auf der Landkarte auch sichtbar machen. Nun haben Ihre Kunden ja mit Sicherheit eine Reihe von Eigenschaften. Wir haben hier A-, B- und C-Kunden. Das könnten aber auch Kunden sein, die besonders viel Umsatz im letzten Quartal gemacht haben. Das kann eine Kundengruppe sein, die typischerweise bestimmte Produkte bei Ihnen kauft oder auch eine Kundengruppe, bei der Sie zum Beispiel Upselling-Potenzial für bestimmte neue Produkte heranziehen möchten. Wir können also aufgrund dieser Kundeneigenschaften unsere Kunden nach Form und Farbe im Raum unterschiedlich darstellen und sehen die Verteilung auf der Karte im Raum. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, ich habe aber sehr viele Einzelkunden und wird das nicht sehr rasch unübersichtlich? Dazu haben wir in unseren Systemen, in unserem Vigio Web, eine sogenannte Heatmap integriert. Diese Heatmap zeigt Ihnen, ähnlich wie bei Wetterkarten, sehr rasch mit farblicher Darstellung, hier in Gelb gehalten, wo Sie besonders viele Kunden haben oder wo Sie vielleicht besonders viel Umsatz gemacht haben. Ich gehe aber wieder in unsere gewohnte Ansicht hierher zurück und möchte Ihnen ein bisschen noch zeigen, welche weiteren Möglichkeiten der Analyse Sie mit dem System haben. Dazu nutze ich eine Funktion, die wir Filter nennen und die wahrscheinlich viele von Ihnen aus Ihrem klassischen Excel heraus kennen. Das heißt, wir suchen uns eine Eigenschaft unserer Kunden heraus und schränken die Gesamtmenge der Kunden nun nach dieser Eigenschaft ein. In meinem konkreten Beispiel möchte ich nur Kunden, die mehr als 500.000 € Umsatz im letzten Quartal gemacht haben. Was Sie jetzt hier auf der Karte sehen, ist eine Zusammenschau von zwei unterschiedlichen Analyseaufgaben. Einerseits, Sie erinnern sich, haben wir nach Farbe und Form unterschieden zwischen A, B und C-Kunden. Und auf der anderen Seite haben wir nach einem qualitativen Merkmal, nämlich dem Umsatz im letzten Quartal, eingeschränkt. Was ermöglicht uns das jetzt hier? Wir sehen auf der Karte die räumliche Verteilung, wir sehen weiße Flecken und wir sehen auch sofort, dass die beiden Eigenschaften A, B und C nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang mit unserem Umsatz im letzten Quartal haben, denn Sie sehen auf der Karte sowohl gelbe, grüne als auch rote Kunden. Hiermit bekommen Sie einen ersten Einblick in Ihre Kundendatenbestand. Der erste Teil ging es um Kunden auf Landkarte. Der nächste Teil ist, ich will meine Potenziale erkennen. Und hier greift jetzt etwas, wofür eigentlich Geomarketing-Systeme optimal geeignet sind. Nämlich, die Kundendaten sind ja in der Regel Ihre internen Daten. Das heißt, Sie sind im Besitz dieser Daten. Die Potenzialdaten sind sehr oft aber externe Daten. Durch die Verbindung von Potenzialdaten und Kundendaten auf der Landkarte können Sie viel umfassende Schlüsse ziehen und Ihre Planung natürlich viel schärfer und effizienter gestalten. Wie Potenziale, wie man das nutzen kann, das wird Ihnen jetzt Norbert zeigen im zweiten Teil unserer Live-Präsentation. Wenn wir vom Potenzial sprechen, dann sprechen wir ja von unterschiedlichen Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben natürlich Ihre Bestandskunden auch ein bestimmtes Potenzial für Upselling und Cross-Selling. Das heißt, es kann darum gehen, herauszufinden, wo bei Ihren Bestandskunden aufgrund bestimmter Eigenschaften noch Potenzial zu erkennen ist. Der zweite Bereich ist natürlich das Neukundenpotenzial, sei es im B2B
oder sei es im B2C-Bereich. Und diese 3 Bereiche möchte ich mir jetzt gemeinsam mit Ihnen praktisch ansehen. Die Ansicht kennen Sie bereits, unser VigioWeb, unser landkartenbasiertes System, hier im Bereich Wien mit Mödling im Süden. Und mit den roten, grünen und gelben Punkten. Nun nehmen wir an, dass ich für meine Akquiseaktion zunächst auf mein Bestandskundenpotenzial zurückgreifen möchte. Das sind ja die Kunden, die ich schon gut kenne, wo ich vielleicht einen guten Kontakt dazu habe. In einem ersten Lauf möchte ich besonders meine C-Kunden akquirieren. Dazu nutze ich eine Funktionalität, die Sie bereits gut kennen, nämlich den Filter. Und ich schränke hier jetzt meinen gesamten Kundendatenstand nach dem Kundentyp, in dem Fall meine C-Kunden, ein. Zur optischen Kontrolle, wir sehen, wir haben es richtig gemacht, es bleiben nur mehr die roten Punkte über. Und ich möchte nun in der Gegend des Wienerbergs zum Beispiel hier meine ersten Schritte tun. Dann sind wir hier beispielsweise im Bereich der Wienerbergstraße. Und wir sehen hier schon, ich habe hier 2 C-Kunden, die ich vielleicht gewinnen kann, mein neues Produkt auch zu kaufen. Jetzt möchte ich aber besonders effizient meine Touren planen und vielleicht den einen oder anderen Potenzialkunden in diesem Bereich auch noch gleich besuchen. Und ich sehe hier auf der Landkarte, jetzt in zartrot eingeblendet, diese Vierecke, dass es hier noch eine Reihe von potenziellen Neukunden gibt. Über die Tabellenfunktion kann ich mir nun alle Daten, alle Informationen, die an diesen Datensätzen hängen, sei es an den Kundendaten aus Ihrer CRM oder an den Neukundendaten einblenden. Ich möchte nun diese Neukundendaten auch auswählen, mache das hier mit wenigen Mausklicks auf der Karte und sehe sofort, dass ich hier 9 potenzielle Neukunden habe, die ein Gesamtpotenzial von rund 120.000 Euro abbilden. Na, ich würde sagen, da zahlt sich schon mal aus, in diese Gegend zu fahren und nach Möglichkeit Termine zu vereinbaren. Damit das leichter gelingen kann, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Daten aus der Datentabelle, die Sie hier sehen, auch zu exportieren und dann zum Beispiel in einer Excel-Liste mitzunehmen oder meinen Kolleginnen und Kollegen mitzugeben, um Termine vor Ort zu vereinbaren. Was Sie nun gesehen haben, ist die Möglichkeit, Geomarketing-Systeme im vertrieblichen Umfeld zu nutzen, im Einzelfall. Im ganz konkreten Fall, ich möchte am Wienerberg Kunden besuchen. Wie sieht das aber nun aus, wenn ich meinen Vertriebsmitarbeiter konkret unterstützen möchte? Und dazu habe ich Ihnen wiederum eine Demo hier vorbereitet. Was Sie hier nun sehen, ist das Vertriebsgebiet meines Kollegen hier im Bereich Wien, in Gelb dargestellt. Für dieses Gebiet ist der Kollege verantwortlich. Um Ihnen nun konkrete Informationen mitgeben zu können, blende ich wiederum mein Neukundenpotenzial ein. Wenn Sie sich an dieser Stelle fragen, woher diese Neukundendaten eigentlich kommen, das ist genau der Punkt, den wir am Anfang eingangs schon erwähnt haben, nämlich die Überblendung von unternehmenseigenen Informationen, also zum Beispiel hier dem Vertriebsgebiet auf der einen Seite und unternehmensexternen Informationen wie den Potenzialdaten auf der anderen Seite. Nun möchte ich dem Herrn Bauer ja nicht die Potenzialkunden generell mitgeben, sondern nur die für sein ganz konkretes Gebiet. Ich nutze daher wiederum die Filterfunktion und schränke die Gesamtmenge auf den Bereich, auf den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich des Herrn Bauer ein. Mit wenigen Mausklicks
kann ich nun sofort sehen, dass der Herr Bauer 144 potenzielle Neukunden hat und, wenn ich hier in der Tabelle nachsehe, auch ein Neukundenpotenzial von knapp 2 Millionen Euro. Also ich täte sagen, der Herr Bauer ist auf diese Art und Weise durchaus schon ausgelastet für einige Zeit. Das sind Informationen, die Sie für Ihre Vertriebsplanung nutzen können, die Sie für Ihre Jahreszielgespräche nutzen können und für Ihre räumliche Planung. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, naja, das ist recht gut und schön, aber das ist für meinen B2C-Vertrieb ja so nicht anwendbar, weil ich hier ja keine Einzelkunden habe, sondern ich habe hier ja sozusagen soziodemografische Potenziale, sprich ich habe die Gesamtbevölkerung als potenzielle Neukunden, aber eben nur den Teil der Bevölkerung, der eine bestimmte Eigenschaft erfüllt. Das möchte ich Ihnen nun im nächsten praktischen Block zeigen. Was ich nun hier eingeblendet habe für Sie, ist die Kaufkraft in Österreich auf Postleitzahlebene. Das heißt, für jede Postleitzahl haben wir eine Information, wie hoch denn die Kaufkraft dort ist. Wie funktioniert das? Sie sehen hier unterschiedliche Farben. Der Wert 100 entspricht dem österreichweiten Durchschnitt. Das bedeutet jetzt konkret, dort wo die Farben in die Rottöne gehen, dort sind wir in Bereichen mit österreichweit gesehen unterdurchschnittlicher Kaufkraft. Dort wo Sie die grünen Farben sehen, dort liegen wir über dem Durchschnitt. Nun möchte ich ja mein Zielgebiet herausfinden und in meiner Annahme gehe ich mal davon aus, dass zum Beispiel ich ein eher hochpreisiges Produkt hier an den Kunden bekommen möchte. Dazu nutze ich wiederum meine Filterfunktionalität und schränke den Gesamtdatensatz so ein, dass die Kaufkraft größer als 100, also überdurchschnittlich sein soll. Was Sie jetzt sehen, sind alle die Gebiete, die mit überdurchschnittlicher Kaufkraft versehen sind. Wenn wir hier ein bisschen ins Detail hereinsehen, liefert Ihnen diese Karte jetzt eine Information, wo Sie Ihre vertriebliche Aktivität verstärken sollen und wo Sie auf der anderen Seite vielleicht auch den Mut zur Lücke haben sollten. Geomarketing und Potenziale erkennen bedeutet Antwort auf die Frage, wo habe ich denn ein Neukundenpotenzial? Antwort auf die Frage, wie hoch ist denn mein regionales Marktvolumen? Antwort auf die Frage, wo sind meine Upselling-Potenziale? Und Antwort auf die Frage, wo muss ich den Vertrieb intensivieren? Sie haben aber auch gesehen, dass wir nicht nur Regionen haben, die hohes Potenzial haben, sondern gerade das letzte Beispiel, Kaufkraftbeispiel, was Ihnen Norbert gezeigt hat, der überwiegende Teil der österreichischen Fläche ist geringes Potenzial. Und daher unser Merksatz an dieser Stelle. Haben Sie den Mut zur Lücke. Konzentrieren Sie sich auf jene Regionen, jene Kunden, jene Potenziale, die relevant sind. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Teil unserer Live-Präsentation, nämlich, wie kann ich denn Gebiete optimal planen? Denn beide Aufgaben, die wir zuerst gesehen haben, ist Tagesgeschäft. Sie müssen sich um Ihre Kunden kümmern und Sie müssen sich überlegen, wo Sie neue Potenziale finden. Aber wie Sie dieses Tagesgeschäft strukturiert in einer Planung abarbeiten, da können Sie optimale Vertriebsgebiete unterstützen. Und Ihre Mitarbeiter oder Kollegen, die wissen dann auch, wohin sie sich wenden müssen. Und für all jene Dinge,
für die Sie keine Betreuung haben, können Sie neue Vertriebskanäle finden. In diesem Sinne übergebe ich wieder an den Norbert für die Präsentation des Themas Vertriebsgebiete planen. Was Sie nun hier sehen, ist das Beispiel unserer Vertriebsgebiete in farblich abgestufter Weise hier dargestellt. Um den Überblick für Sie etwas deutlicher zu gestalten, nutze ich jetzt eine Funktion, die auch hier integriert ist, und ich nehme von der Landkarte die Beschriftungen weg. Sie wissen jetzt schon, hier in der Region liegt Wien. Wir sind in etwa gerade hier bei VBC in Mödling. Wir wollen nun das Vertriebsgebiet unseres Kollegen, des Herrn Fuchs, näher unter die Lupe nehmen. Herr Fuchs wohnt in Gaweinstal. Das liegt im Weinviertel. Dazu nutze ich die Adresssuche. Das System schlägt mir auch schon Gaweinstal vor. Hier ist nun der Punkt, wo Herr Fuchs jeden Tag aus losfährt, um seine Kunden zu besuchen. Von dort aus berechnen wir nun ein Einzugsgebiet. Herr Fuchs fährt mit dem Auto und wir nehmen mal an, dass Herr Fuchs maximal 30 Minuten zu seinem Kunden unterwegs sein soll. Was sehen wir hier nun auf der Landkarte? Wir sehen nach wie vor das Vertriebsgebiet des Herrn Fuchs, wir sehen hier seinen Wohnort und in grauer Schraffierung sehen Sie nun das Einzugsgebiet, also das Gebiet, das Herr Fuchs innerhalb der von uns festgelegten Zeit erreichen kann. Selbstverständlich ist dieses Gebiet am Straßennetz mit realistischen Geschwindigkeiten berechnet worden. Darum sieht es auch leicht unförmig aus, weil es eben von den Straßenverbindungen abhängt. Und für alle, die sich hier im Osten Österreichs ein bisschen auskennen, die sehen auch schon, dass die Donau hier ein bestimmtes Hindernis darstellt. Klarerweise, die kann nur dort überquert werden, wo es auch Brücken gibt. Um ein bisschen mehr Überblick zu bekommen, blende ich mir jetzt die Kunden vom Herrn Fuchs ein. Wir wollen uns die hier im Detail ansehen und natürlich nicht nur die vorher herausgefilterten C-Kunden, sondern natürlich alle Kunden. Und was wir nun sehen, hier ist das eine Reihe von Kunden durchaus innerhalb dieses von uns definierten Gebiets von 30 Minuten Fahrzeit liegen, die der Herr Fuchs von seinem Standort aus betreuen kann. Wenn wir uns nun die externen Daten der Potenziale dazu nehmen und auch hier wiederum den vorher gesetzten Filter auf den Herrn Bauer entfernen, dann sehen wir, dass der Herr Fuchs durchaus eine Reihe seiner Kunden hier und auch potenziellen Neukunden betreuen kann. Das ist aber nicht überall so. Sehen wir uns doch einmal das nordwestliche Gebiet hier heroben an. Dazu blende ich jetzt ein bisschen aus, damit Sie da auch eine bessere Übersicht erhalten. Und Sie sehen nun, dass es durchaus ein relevantes Gebiet gibt, mit nicht nur C-Kunden, hier gibt es durchaus auch wichtige A-Kunden, die der Herr Fuchs betreut, die aber deutlich außerhalb dieser 30-Minuten-Zone liegen. Was bedeutet das nun für Sie in der Praxis? In der Praxis bedeutet das, dass Geomarketing Ihnen strategische Informationen liefert, um Ihren Vertrieb effizienter zu gestalten. Denn Herr Fuchs kann aufgrund dieser Informationen zum Beispiel spezifisch für diese Kunden vermehrt den Vertriebsweg über Videokonferenzen wählen oder aber zum Beispiel, indem er seine Reiseplanung entsprechend anpasst und beispielsweise in der Region hier mal übernachtet und gleich mehrere seiner Kunden oder auch Potenzialkunden besucht. Sie haben heute gesehen, ein Instrument, das Ihnen das Leben erleichtert. Sie haben heute gesehen, ein Instrument, das Ihnen auch zeigt, wo es wert ist, verkaufen zu gehen. Denn mit Geomarketing bewerten Sie Ihre Kunden. Und Sie erkennen Ihre Potenziale klarer
und im Kontext. Auf der Basis können Sie Ihre Verkaufsstrukturen planen. Und danach in der Umsetzung können Sie die richtigen Prioritäten sowohl im Verkauf als auch im Marketing setzen.